Hallo, ich bin Michael von Schneidbrett-Guru und in diesem Video geht es um die häufigsten Fragen bzw. Bedenken zum Thema Hygieneschaber. 7 Stück sind es insgesamt. Da würde ich mal sagen, legen wir auch schon los. Einer der häufigsten Fragen ist, kann ich den Hygieneschaber irgendwie kaputt machen, weil das ist ja nur so ein dünnes Blech. In diesem Zusammenhang muss man unterscheiden zwischen, das ist zwar ein Stück Blech, aber man muss unterscheiden zwischen Federstahl, was das hier ist, und zwischen normalem Blech. Wenn ich ein normales Blech nehmen würde, könnte ich relativ leicht verbiegen und das würde dann auch so bleiben. Bei Federstahl ist es jedoch so, wenn ich das biege, dann geht das nochmal in die Ausgangsposition zurück und das kann also dadurch relativ viel Kraft aufnehmen. Ich behaupte mal, ich habe relativ viel Kraft. Das heißt, ich biege das jetzt einfach mal durch, soweit es geht. Und da ist eigentlich fast schon Ende. Also mehr schaffe ich das persönlich nicht. Und wie man sieht, geht das ohne irgendwelchen Schaden in die Ausgangsposition zurück. Bei der Bearbeitung biegt man es jedoch nicht so weit durch. Das heißt, von der Warte aus betrachtet ist da keine Gefahr. Wo man ein bisschen aufpassen muss, ist, das Ganze ist Carbonstahl, bedeutet, der ist also nicht rostfrei. Also da ist eher die Gefahr von Rostflecken, wenn ich mit nassen Fingern rangehe oder das irgendwo im Wasser liegen lassen würde. Das heißt, nach der Benutzung schauen, abtrocknen, vielleicht ein bisschen mit so ja, Pflegeöl, gibt es ja einige, WD-40, Caramba, Ballistol, ne, nur um einige zu nennen, kann man das ein bisschen einsprühen und dann, dass das noch ein bisschen rostgeschützt ist. Wo man auch aufpassen muss, ist ganz einfach, dass hier der feine Grat, dass der nicht beschädigt wird. Das heißt also nicht, das jetzt irgendwie in die Werkzeugkiste so reinwerfen, weil dann zerstört man damit die Schneide. Am besten immer zurück in die Schutzhülle packen, wo es dann geliefert wird und dann kann man das vernünftig in der Schublade irgendwo aufbewahren und dann hält das relativ lange. Also wie gesagt, kaputt machen kann man da eigentlich nichts. Was auch immer noch so eine Frage ist, dass viele nicht so ganz verstehen, wie das Teil überhaupt schneidet und ob man sich daran verletzen kann. Jetzt muss man dazu wissen, Schneide bzw. Grat ist hier ein bisschen anders wie beim Messer. Und zwar ist das hier so, dass an den Längskanten durch eine gezielte Verformung ein Schneidegrat angedrückt wurde. Bedeutet also, ich habe ja im Prinzip die 90 Grad Kante und jetzt, nachdem die ganz fein sauber geschliffen und poliert wurde, wird die gezielt so verdrückt, dass die hier in die Fläche hineinragt. Dadurch habe ich nicht wie bei einem normalen Küchenmesser einen ganz spitzen Winkel, sondern doch immer noch einen relativ stumpfen Winkel. Dieser stumpfe Winkel alleine, der ist zwar scharf, jedoch hat er relativ schlechte Spaltfähigkeit, was jetzt die Haut oder organisches Material angeht. Genau. Zudem ist es so, dass der Grat hier gerade so ein Viertel Millimeter vielleicht in die Fläche hineinsteht. Das sieht und hört man auch, wenn ich da so drüber gehe. Ne? Also ich kann hier mit dem Fingernagel, da wird ein Abtrag entstehen. Jedoch schaffe ich es, wie gesagt, nicht, mich hier irgendwie, wenn ich mit dem Finger drüber gehe, mich zu schneiden. Hängt auch damit zusammen, dass die Haut über 1 mm dick ist an den Fingern. Wie gesagt, das ist nur ein Viertel Millimeter, passiert also in der Form nichts. Trotzdem sollte man das Ganze so behandeln wie ein scharfes Werkzeug. Das heißt, am besten von kleinen Kindern fernhalten. Wer weiß, was die damit anstellen, beziehungsweise eventuell irgendwelche Experimente an der Inneneinrichtung machen. Das eigentlich soweit. Ecken sind hier entschärft. Die Kanten hier sind auch entschärft. Das heißt, im Normalfall kann man das Teil sogar ohne Handschuhe benutzen. Dann weil man auf den Bildern immer wieder sieht, dass das Teil geschoben wird, gibt es auch viele, die fragen, kann ich das Ganze auch ziehen? Weil das ja im Prinzip vom Grundprinzip eine Ziehklinge ist und das sagt es ja auch schon im Namen, Ziehklinge wird gezogen. Grundsätzlich geht das ja, jedoch würde ich das, um ein Schneidebrett zu bearbeiten, nicht empfehlen, ganz einfach, weil es so kraftaufwendig ist. Der Grund erkläre ich gerade, ist relativ simpel. Dieser Grat, der hakt sich ja wie gesagt in die Oberfläche und das kann man sich dann so ein bisschen vorstellen, wie als wenn ich mit einem Flug über einen Acker gehe. Ne? Das heißt, da wird in dem Sinne Material nicht rausgerissen, aber halt Material geschnitten. Und jetzt ist, wenn ich das jetzt so aufstelle, so dass es sich hier einhakt und ich das ziehen wollte,
kann ich ja die Kraft, die entsteht, nur dadurch auffangen, indem ich die Finger möglichst fest zusammendrücke. Das ist ziemlich sportlich. Das kann, sage ich mal, so bei kleinen Werkstücken kann das gehen. Ne? Da kann ich die Finger so vorne dran machen und kann das zu mir ziehen. Da ist ja nicht viel Widerstand. Jedoch, um Schnellbrett zu bearbeiten, da muss ja relativ viel Material weggenommen werden. Und da geht es auch schon ein bisschen zur Sache. Da ist das Drücken an sich wirklich kraftschonender. Ganz einfach aus dem Grund. In dem Moment, wo ich das Ganze drücke, gehen die Finger automatisch zusammen. Das heißt, der Druck erhöht sich sogar. Wenn ich das Ganze ziehe, dann löse ich das eher und ich gehe nach oben raus. Ne? Das ist so der Punkt. In dem Zusammenhang auch immer wieder eine Frage oder Bedenken, dass man hier besonders oder extrem viel Kraft braucht. Man kann sich's Leben, wenn man das Schneidbrett aufarbeitet, kann man sich ziemlich schwer machen. Man kann aber auch, wenn man so 2, 3 Sachen beachtet, geht das Ganze relativ leicht. Das erste ist schon mal, dass ich das Teil relativ weit unten halte. Also wir gehen jetzt davon aus, dass ich das Ganze schiebe. Schon mal, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist dann, das Ganze relativ weit unten halten. Bedeutet also, wenn ich das jetzt oben halten würde, ne, und ich schiebe das Ganze jetzt vor, dann muss ich ja die Drehbewegung, die da zwangsläufig entsteht, müsste ich ja mit den Händen hier irgendwie auffangen. Wenn ich das Ganze aber unten halte, dann fange ich die Kraft dort aus, wo sie entsteht, nämlich hier unten im Prinzip auf der Brettfläche. Dazu können die Finger ruhig das Brett berühren, das macht nichts, außer es wäre jetzt irgendwie Holzbrett, wo ganz viele Späne rausstehen, dann könnte ich mir irgendwelche Splitter ziehen. Ansonsten aber bei Kunststoff oder bei Holzbrettern in der Regel ist da keine Gefahr. Das ist wie gesagt der Punkt. Dann ist ganz wichtig, den Widerstand zu reduzieren. Das heißt, wir arbeiten ja nicht die kompletten 15 cm Breite, sondern ungefähr nur 2 cm. Das erreicht man ganz einfach dadurch, indem das Teil, wie gesagt, etwas durchgebogen wird. Und wenn ich etwas durchbiege und gleichzeitig nach vorne neige, dann habe ich ja nur so einen Kreisabschnitt, der im Prinzip hier, oder so ein Stück Segmentbogen, der im Prinzip durch die Fläche geht. Und das ist zum Beispiel auch der Unterschied, so zum Beispiel solchen Schneidbretthobeln wie hier, die im Verhältnis wirklich sau schwer gehen. Ganz einfach, die haben eine fixe Breite von zum Beispiel 6 cm. Das heißt, ich muss immer mit jedem Schub, ob ich jetzt will oder nicht, muss ich statt diese 6 cm Breite Material abnehmen. Das ist auf Dauer sehr anstrengend, da muss man auch richtig hier mit Körperkraft arbeiten. Und der Vorteil, wie gesagt, hier vom Hygiene-Schaber ist ganz einfach, ich kann das durchbiegen, nach vorne neigen und dann habe ich eine relativ geringe Spanabnahme von zum Beispiel nur noch 2, also Schnittbreite, nicht Spanabnahme, sondern Schnittbreite von nur noch 2 cm. Und diese 2 cm, die kann ich sogar hingehen, je nachdem, wo ich ja meinen Daumen halte, beziehungsweise meinen Mittelpunkt bilde, kann ich die auf dieser nahezu ganzen Breite von oder Länge von 15 cm verschieben. Dadurch kann ich natürlich das Teil von der Klinge sehr gut ausnutzen. Also es ist nicht nur die Mitte, die benutzt wird, sondern man kann das links und rechts machen. Das geht sogar so weit, wenn ich das dann hier außen halte, dann kann ich sogar nur hier den Außenbereich nutzen und hier Späne produzieren und dann hält das Teil auch relativ lange. Was noch ein Punkt in dem ist, dass irgendwie Bedenken bestehen, die Handkoordination, ich meine, das sieht immer relativ locker aus, wenn jetzt jemand geübt ist, damit hier ein Brett bearbeitet. Das ist am Anfang natürlich nicht vielleicht ganz leicht, deswegen geht es darum, das Ganze langsam zu machen und vor allem mal den passenden Winkel zu finden. Das zu machen ist ziemlich simpel, ganz einfach. Wie gesagt, Daumen hier in die Mitte, ist am einfachsten, ne? Finger hier vorne dran. Dann stellt man das einfach auf die Fläche, biegt das so ganz leicht durch, ne? Das ist Gegendruck 500 Gramm Kilo, ne? Also braucht man wirklich nicht mehr. Und jetzt kann man anfangen, man merkt das ja, wenn ich jetzt hier drüber gehe, da passiert nichts. Und wenn ich das jetzt nach vorne neige, kommt jetzt irgendwann zu der Punkt, wo ich merke, jetzt hakt sich dieser Grat in diese Fläche ein. Und das sieht man, weil da so kleine Schnitte entstehen, beziehungsweise das hört man auch, das hört sich so ein bisschen an, als wenn das kleben bleibt. Na? Und wenn ich jetzt über diesen Punkt einfach schiebe, das muss keine lange Bewegung sein, sondern das kann einfach nur eine kurze Bewegung sein, dann habe ich eine Spanabnahme. Man muss also nicht von Anfang an, wenn das Brett jetzt stark bearbeitet, also stark verschlissen ist und ich will es bearbeiten, hier von unten anfangen und dann so lange Bewegungen durch.
ergibt sogar in der Praxis relativ wenig Sinn. Ich würde, wie gesagt, empfehlen, am Anfang kurze Züge, ne, schauen, dass man das Gefühl dafür bekommt. Und dann wird man ganz automatisch, wird man anfangen, diese Bewegung etwas länger zu machen. Und dann produziert man damit auch ordentliche Ergebnisse. Was auch noch viel ist Verwunderung, dass in diesem Zusammenhang, wenn die anfangen, ein Brett zu bearbeiten, dass dann so Krümel entstehen, anstatt jetzt irgendwie schöne große Späne. Das ist sogar relativ normal, weil eine Brettfläche, die sehr stark verschlissen ist, wie zum Beispiel das hier jetzt bei Kunststoff, das ist ja nichts anderes wie eine große Berg- und Talbahn. Das heißt, wenn ich mal so die Finger vorstelle, sind das hier die Fingerzwischenräume, sind die Schnitte. Das hier oben sind, sage ich mal, das ist die Brettoberfläche. Und wenn ich jetzt natürlich hingehe und hier irgendwas bearbeite, dann ist es ganz normal, dass diese Spitzen, also dass ich nur diese Spitzen abtrage, beziehungsweise diese Spitzen dann naturgemäß einfach zu Krümeln zerfallen. Bis da mal Späne entstehen, muss die Fläche einigermaßen zusammenhängend sein. Und das kann dann doch schon mal so um die 10 Züge dauern, bis ich sage, jetzt habe ich hier schöne Späne. Ansonsten ist einfach nur Dreck, Abrieb. Ne? Merkt man aber auch relativ schnell, wenn man die Oberfläche, wenn das durchkommt, dann sieht man auch, dass es jetzt gleich soweit ist. Ganz große Bedenken gibt es auch noch, dass die Leute sagen, ja, ist ja alles schön und gut mit dem Hygieneschaber, aber ich habe keine Werkbank und kann ich jetzt trotzdem mein Schneidebrett damit bearbeiten. Die Frage ist ziemlich einfach, ja, eine Werkbank hat gewisse Vorteile, unter anderem, dass ich, sage ich mal, ein Brett da irgendwie festspannen kann. Das Grundprinzip ist jedoch nur, ich muss schauen, dass das Brett nicht rutscht. Das kann ich auf verschiedene Art und Weise machen. Entweder hier in Minimalversion, hier mit so einer Anti-Rutsch-Unterlage. Die gibt es so für 1 bis 2 Euro in so Euro-Läden oder Restpostenläden. Die kommen, glaube ich, normalerweise in den Schubkästen rein. Die haben schon eine relativ gute Anti-Rutsch-Wirkung. Ne? Falls das nicht ausreichen sollte, das ist meistens dann der Fall, wenn das Brett ein bisschen leichter ist, muss ich natürlich gucken, dass das Brett in die Bearbeitungsrichtung da irgendwo gegen Anschlag liegt. Das kann im Zweifelsfall auch der Fliesenspiegel an der Küchenarbeitsplatte sein. Generell sogar so, dass eine Küchenarbeitsplatte oder die Küche an sich ein besserer Ort ist, sowas zu machen, als jetzt zum Beispiel der Esstisch. Ganz einfach, weil ein Esstisch, der steht meistens irgendwo frei im Raum, hat einfach nur 4 Füße, eine Platte drauf. Das heißt, wenn da irgendwelche Bewegungen entstehen, Kräfte, dann fängt das Ding an zu wackeln. Eine Küche bzw. Küchenarbeitsplatte ist ja meistens irgendwie mit der Wand verschraubt oder gegeneinander. Das heißt, das ist eine relativ steife Konstruktion, die sehr viel Kraft aufnehmen kann. Und man braucht nicht viel Platz. 60 cm Arbeitsbreite, selbst in kleinen Küchen hat ja jeder. So ein Brett ist 30 cm breit, die Matte ist auch nicht viel größer. Das heißt, ich habe da wirklich Platz, das Ganze zu machen. Und dann sollte da jeder dazu in der Lage sein, sein Brett zu bearbeiten. Das war eigentlich soweit das Häufigste, was immer so gefragt wird. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, beziehungsweise glaubt ihr einen Sonderfall zu haben, gar kein Thema, schreibt einfach eine Mail an info@schneidbrett-guru.de, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ansonsten viel Spaß beim Nachmachen, viel Erfolg und bis zum nächsten Video.